Herzlich willkommen zur Ausfahrt TV Show. Heute geht es um die Weltpremiere des neuen BMW X5. Außerdem sind die Kollegen den Geely E5 gefahren. Dazu habe ich euch einen Zusammenschnitt vorbereitet. Und natürlich gibt es auch wieder automobile News aus aller Welt, kurios und kurz zusammengefasst. BMW hat die Weltpremiere des neuen X5 als G65, ihr wisst schon, Mercedes, in Spartanburg gefeiert. Es liebe das Alles-SUV. Womit willst du deinen X5 befeuern? Diesel, Benzin, Strom, Wasserstoff? Soll alles möglich werden, wenn man das nötige Kleingeld hat. Im Konfigurator gibt es den X5 als 40D ab 96.000 Euro, den X5 40, also den Benziner, ab 100.000 Euro. Gigantisch ist natürlich die Batterie des kommenden iX5 mit 141 Kilowattstunden netto, aber die wird auch ihren Preis haben. Früher hat man von einem M-Modell geträumt. Heute kann man sich ausrechnen, dass die Wunschblase eines gebrauchten X5 Benziners schon platzen wird. Die Kollegen haben sich das Auto schon im Studio ansehen können. Ich habe euch dazu etwas zusammengeschnitten. Wem das allerdings nicht gefällt, keine Sorge, der kann das abschalten, sodass es nur noch diese vertikalen Linien eben nach innen zulaufend gibt. Bin übrigens gespannt, wenn die Kinder auf die Idee kommen, hier dann XXO zu spielen oder Tic-Tac-Toe. Von vorne ist es natürlich ein Dickschiff. Mit aufrecht stehender Front ist es ein Statushobel. Wenn man sich überlegt, dass damals Autos mit 19, 20 Zoll schon die Räder riesig aussehen oder ausgesehen haben und mittlerweile 22 Zoll in so einem Auto ja praktisch untergehen gefühlt, dann ist das schon wirklich amtlich. Wenn das Auto einen Unfall erkennt, dann schießt hier ein Bolzen hoch, der hier eine mechanische Entriegelung möglich macht. Man merkt das auch, wenn man hier so leicht zieht. Der hat sein eigenes Leben hier. Wenn man da aber leicht zieht, dass sich der Griff theoretisch auch öffnen lässt. Neues Heckdesign, wo wir von Heckmeck sprechen. Aber hier ist kein Heckmeck. Das gefällt mir richtig gut, designtechnisch. Überhaupt, ich finde das Design richtig gut, weil er halt nicht zu übertreibt. Um ein so großes, rein elektrisches SUV zu bauen, das über 800 Kilometer weit kommen soll und eine Ladeleistung hat. Freunde, da schlackern euch die Ohren. Und was da schon krass ist, das kann man nicht so wirklich sehen. Es ist halt einfach eine ultrascharfe Karte, die von unten hoch projiziert wird. Kein anderer Hersteller macht es so momentan. Und die einzelnen Elemente, die leuchten nur, wenn die jeweilige Aktion wirklich aktiv ist. BMW spricht dabei von schüchterner Technologie, also Shy-Tech. Also multimediaseitig ist BMW voll am Zahn der Zeit und sogar darüber mit diesem Panoramic Vision Display. Das hat keinen reinen, ständigen Sichtschutz vom Fahrer, aber es unterbricht das Programm, wenn erkannt wird, dass der Fahrer während der Fahrt hinschaut. Ich würde es mir wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr konfigurieren, da Panoramic iDrive so stark im Sichtfeld ist, dass das Head-Up keinen so großen Mehrwert mehr bietet. Bremse, Gas, unten in diesem ekelhaften Fach mit diesem ekelhaften Plastik. Das ist für mich eine Verarsche. Was aber viel cooler ist, und das ist ein Motor-Support-Heck, man kann sich einmal eine Routine legen. Da lege ich an, immer wenn ich losfahre, möchte ich Sitzheizung an und Tempolimitwarnung aus. Und dann macht er das einfach, wenn ich losfahre. Also das ist richtig gut. Wahnsinnig wertig verarbeitete Sitze. Man sieht schon, BMW geht mit dem Auto krass in Richtung Luxus. Und ich muss sagen, ich bin 1,90 groß und ich habe Platz nach vorne. Allerdings nicht so viel, wie ich anfangs erwartet hätte. Wenn ich es richtig sehe, gibt es hinten keine Funktion, die umzuklappen. Also bei allem Lob fürs Auto ist das vielleicht ein kleiner Kritikpunkt. Ein X5 kann was ein Mercedes GLC oder auch ein GLE nicht kann. Und das ist ein Level 2 Plus Fahren auf der Autobahn. Jetzt ist nur die Frage, was soll so ein Auto denn kosten? Aktuell geht es bei 90.500 Euro los. Günstiger wird es sicher nicht. Ich bin ein Freund der Marke BMW geworden, muss also nicht auf die Historie schauen. Ich finde den neuen i3 super. Und auch das Design des neuen X5 sagt mir zu. Ich brauche keine Displaylandschaften, auch wenn ich diese schmale Displayleiste sehr lässig finde. Elektrisch öffnende Türen finde ich ungefähr so super wie eine Wurzelkanalbehandlung. Bizarr finde ich, dass der iX5 mit einem WLTP-Verbrauch von mindestens 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer in der Effizienzklasse A eingeordnet wird. Der Diesel mit 7 Litern auf 100 Kilometer aber in der Gönn-dir-Klasse spielt.
Die Specs des X5 lesen sich im Ganzen aber echt super. Egal welche Antriebsvariante. Ich freue mich auch, dass der SUV unter 5 Meter geblieben ist. In meinen Augen hat BMW hier richtig einen rausgehauen, zu einem Preis, der mich aber auch umhaut. Nachdem der chinesische Konzern Geely seine Premium-Marken Volvo, Polestar, Smart, Lotus und Lynk & Co. bei uns platziert hat, kommen nun auch die Jedermann-Autos von Geely auf den deutschen Markt unter dem Label Geely. Den Anfang macht ein Mittelklasse-BEV-SUV, der Geely E5 ab 38.000 € als Mitbewerber gegen den Kia EV5, Skoda Enyaq und Co. Und ein Mittelklasse-PHEV-SUV, der Starray, ab 33.000 € gegen Mazda CX-60 oder Skoda Kodiaq. Die ersten Kollegen durften den Chinesen jetzt bewegen, also den voll elektrischen B5. Ich habe euch etwas zusammengeschnitten. Ich finde, von hinten hat er durchaus was von so einem Porsche Macan. 1000 Kilometer rein elektrisch fahren wir heute mit dem brandneuen Geely E5. Das Leuchtenband mit dieser komischen Unterteilung in der Mitte erinnert etwas an Zeekr oder auch an Lynk & Co. Man sieht allgemein an vielen Stellen im Fahrzeug, wo der Konzern herkommt. Wieder mal ein E-Auto mit einer fast so großen Klappe wie ich. Dann hast du halt alles mit drin, wirklich. Und dann eigentlich eine Ausstattung, die eigentlich sonst in Autos sind, die halt irgendwie doppelt so viel kosten. Isofix-Bügel, die sind hinter diesen Klappen, also das ist schon fast premiös. Und das klickt so schön und fühlt sich so hochwertig an, wie es früher bei Audi war. Audi schmeißt alles davon raus und die Chinesen packen es rein. Was halt krass ist, da sind wir wieder dabei, dass Sie doch zugehört haben, Spiegelverstelltaste. Oh ja. Vielen Dank dafür. Rechts, links. Und dann kannst du hier verstellen. Hier zweimal gedrückt, da hast du alles das nervige Gebimmel aus, kannst du dann einstellen, was du dann damit ausstellen willst, also als Hotkey. Aber muss ich echt sagen, was die Karre bietet, das ist halt echt der Hammer, oder? Der Beifahrersitz lässt sich nicht höhenverstellen. Der Neuwagengeruch hier ist nicht wirklich angenehm. Kann man dann sogar den kleinen Bernd hier reinsetzen. 10 auf 80 in 37 Minuten und das ist halt schon echt eine lange Zeit. Das Lenkrad ist nicht rund, das finde ich ein bisschen schade, auch beim Rangieren, aber auch bei Kurvenfahrten. Wieder muss der Deutsche, in diesem Fall Audi, mit einem sehr guten japanischen Messer kommen und sich ein paar Scheiben abschneiden an dieser Innenraumgestaltung. Wir haben den Lenkassistenten, den Spurhalteassistenten und wir haben natürlich auch den Abstandsregeltempomaten. Was wir scheinbar nicht haben, ist eine Funktion, dass er nicht rechts überholt. Ich weiß gar nicht, was man hier eingeben muss, damit er uns überhaupt in das richtige Paris navigiert. 17,5 Kilowatt pro Stunde verbraucht. Das bedeutet, wir haben den WLTP. Wir haben WLTP geschlagen. Geely launcht seinen ersten BEV in einem Segment, in dem wir eigentlich genug Auswahl haben. Sie sind gerade erst dabei, ihr Händlernetz auszubauen. Da müssen wir uns noch ein paar Wochen gedulden, bis wir beurteilen können, ob das ausreichend ist. Der Enyaq in der Basis ist nicht ausstattungsbereinigt 5.000 € teurer, hat dann einen noch kleineren Akku und lädt auch genauso langsam. Dennoch habe ich nicht das Gefühl, dass sich der Geely mir in irgendeiner Form aufzwingt. Kurz noch die Kerndaten: 160 kW bzw. 218 PS, Frontantrieb, 68,5 Kilowattstunden brutto, 450 Kilometer WLTP-Reichweite, Länge 4,62 Meter, Kofferraumvolumen 461 Liter, Zuladung 445 Kilogramm. Ein Anhängerbetrieb ist nicht vorgesehen. Wie weit ist mein Partner Leasingmarkt.de denn mit so frischen Chinesen? Als Deutschlands Nummer 1 in Sachen Autoleasing gibt es immerhin, haltet euch fest, für euch ist es der erste Link unter dem Video. Ein Angebot. Das liest sich erstmal gut, 149 €. Allerdings ist da auch die E-Auto-Förderung mit 6.000 €, also dem vollen Betrag, eingerechnet. Den können wir aber auch noch rausnehmen. Schaut euch auf der Detailseite in Ruhe die Ausstattung, die Basisdaten und auch die Informationen zur Förderung an. Vergesst aber nicht, ganz nach unten zu scrollen, um zu schauen, welche einmaligen Kosten noch auf euch zukommen. Rechts oben könnt ihr dann die E-Förderung anpassen oder herausnehmen. Dann stehen wir allerdings bei einer Leasingrate von 315 €.
Stellt euch die restlichen Parameter nach euren Wünschen ein. In diesem Fall kann der Leasingzeitraum nicht verändert werden. Wenn die Leasingrate für euch passt, bestätigt das und dann müsst ihr nur noch eure Stammdaten eingeben, damit der Händler euch kostenlos und vollkommen unverbindlich euer persönliches Angebot zukommen lassen kann. Alternativ schaut mal in die Deals. Das sind tagesaktuelle Leasingschnapper von leasingmarkt.de Mitarbeitern händisch ausgewählt und zusammengestellt. Ihr erreicht sie über den zweiten Link unter diesem Video. Vielleicht ist ja auch etwas für euch dabei. Danke, dass ihr dieser Verbraucherinformation so geduldig gefolgt seid. Ich habe mir überlegt, die News aus aller Welt, die werde ich jetzt jede Sendung vortragen, damit das nicht so ein ganzer Clip ist. Lynk & Co. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht, die Marke von Geely ist hier in Deutschland ursprünglich mit einem einzigen Plug-in-Hybrid im Auto-Abo-Modell angetreten. Inzwischen verkauft die Marke ihre Fahrzeuge ganz klassisch und verfügt über 3 Modelle. Den 01 als PHEV, den 02 als BEV und den 08 als PHEV. Jetzt hat man in China den 07 GT als Shooting Brake enthüllt, der 2027 auch bei uns auf den Markt kommen soll. 07 GT Shooting Brake? Wir haben noch jüngst ein paar Reviews der Kollegen zum Seeker 07 GT als Shooting Brake gesehen. Und es gab ja auch mal den Great Wall Motors Ora 07 GT, der zwar eine kleine Kofferraumklappe hatte, vom Formfaktor, aber ebenfalls noch als Shooting Brake durchgehen könnte. Zudem gibt es in China bald auch noch einen MG 07 Wagon, wie carnewschina.com berichtet. Aber ist es nicht beruhigend zu sehen, dass die chinesischen Marken sich bei der Namensgebung ihrer Produkte offensichtlich genauso schwer tun wie die deutschen? Audi A4? Nee. Audi A5? Nee. Nein, doch, Audi A4. Polestar, der eine oder andere wird sich erinnern, ist neben Volvo, Lotus, Smart und eben Lynk & Co. eine weitere Premium-Marke des chinesischen Geely-Konzerns. Hatten wir eben gerade erst. Und sie punktet nicht nur mit wohlklingenden Produktbezeichnungen wie 1, 2, 3, 4 oder 5. In den USA dürfen sie ihre Autos aufgrund der chinesischen Software nicht mehr verkaufen und konzentrieren sich jetzt bewusst auf Europa. Der Polestar 2, 2020 eingeführt, schwächelt zuletzt bei den Zulassungszahlen in Deutschland. Die anderen Modelle kommen nicht mal ansatzweise auf relevante Stückzahlen. Ich bin gespannt, wie man den Fokus jetzt setzen will, denn innerhalb des Konzerns konkurriert man durchaus miteinander. Im Porsche Newsroom wird ein Artikel aus dem hauseigenen Magazin Christophoros gefeatured. Was ein wenig lustig ist, denn dem Journalisten wird zunächst pauschal untersagt, Inhalte daraus zu nutzen. In dem Artikel geht es um Porsche-Fan und Autojournalist Lichtgestalt, sage ich mal, Chris Harris. Der hat nämlich jüngst bei Porsche den Präsenter des GT3 Cabrios gegeben. Compliance und Käuflichkeit scheinen wirklich nur ein deutsches Problem zu sein. BMW ist mit dem Umbau seiner US-Werke in Spartanburg und Woodruff durch. Der deutsche Branchenprimus hat in den USA 1,7 Milliarden US-Dollar investiert. Nicht zuletzt, um die Bedeutung, ich zitiere, die Bedeutung der Vereinigten Staaten als einer der weltweit wichtigsten Märkte und Standorte zu unterstreichen. Alle relevanten X-Modelle baut BMW in den USA. So auch den neuen X5, den wir eben gesehen haben. Aber bitte kein vorschnelles Rumgejammer, dass die Amerikaner Geld verdienen und wir nicht. BMW testet humanoide Roboter zunehmend unter echten Produktionsbedingungen und will damit Logistik und Fertigung flexibler, sicherer und effizienter machen. Wir alle erfüllen einen Zweck. Meinen Sie nicht auch, Detective? Ihr kennt das Goodwood Festival of Speed? Vor einem Weilchen hat sich ein Lord an der Südküste Englands gedacht, so viel Land, so wenig Geld. Und seitdem veranstaltete er dort Bergrennen. Stimmt nicht so ganz, hört sich aber gut an. Das Festival of Speed in seiner heutigen Form gibt es seit 1993. In den letzten Jahren ist es zu einem Event angewachsen, auf dem sich immer mehr Hersteller präsentieren und sogar Weltpremieren feiern. Ich war zweimal dort, es ist wirklich wunderschön, extrem chillig und irgendwie auch total britisch. Aber leider katastrophal, um Inhalte zu produzieren. Dieses Jahr hat sich Cupra für einen Einstand angekündigt. BYD baut als Hauptsponsor eine 3-stöckige Location und Alpine wird einen Ausblick auf die nächste Generation der A110 geben.
Ihr könnt dem Ganzen vom 9. bis 12. Juli auch beiwohnen, zumindest als Soundgast über den offiziellen Goodwood Festival auf Speed YouTube-Kanal. Zum Ende jeder Sendung noch etwas Schönes wie versprochen. Ich nutze aktuell kaum noch Instagram, ist mir einfach zu viel Rauschen da und ich folge eigentlich auch nur Menschen, die ich persönlich kenne. Eine angenehme Ausnahme bildet das Profil von Iris Gies. Belgisch ist das, glaube ich, einer Binnenschiffskapitänin, die einen 183 Meter langen Kahn unter ihrem Kommando hat. Oft zeigt sie Zeitraffer ihrer Fahrten oder Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Ich mag das, ihr vielleicht auch. Alle Links, die ich erwähnt habe, findet ihr in der Zusammenfassung der Show auf unserer Webseite. Den Link dorthin findet ihr unten im Videobeschreibungstext. Abonniert gerne den Kanal und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, damit euch meine Beiträge auch angezeigt werden. Wer mir Input oder Anregungen für einen neuen Showbeitrag nicht öffentlich schicken möchte, nutzt eine dieser E-Mail-Adressen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich wie gehabt. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan.